Ja, wie ihr seht, ich bin hier gerade in einer etwas größeren Operation hier an der Hinterachse, an den Trailing Arms hier von der C3. Das ist leider immer eine etwas größere Aktion, weil die gehen hier überhaupt nicht raus. Ich lasse den mal gerade ab, weil das Teil ist auch ziemlich schwer, deswegen habe ich den gerade hier auf dem Getriebeheber. Und da könnt ihr auch mal sehen, also hier, wenn ihr hier reinschaut, kannst du mal mit der Kamera auch ein bisschen näher kommen, dann sieht man auch hier drin, wie ich mache mal gerade Licht an, so wie das Ganze hier drin aussieht. Da ist die Buchse hier, die einfach nicht mehr rausgeht, die Schraube, die löst sich nicht mehr und die ganze alte Gummilagerung und hier die Einstellschims für die Spur, die hängen noch da drin und das alles ist so festgegammelt, dass man einfach gar nicht weiterkommt. Ja, hier auf der anderen Seite bin ich schon durch. Und wie man den zerlegt und die Radlager tauscht, das zeige ich euch jetzt. Ja, wenn ihr den Trailing Arm dann draußen habt, so wie hier, dann ist der nächste Schritt, dass man hier diesen Splint entfernt. Und dieser Splint, der sichert hier diese Kronenmutter. Das sind die sogenannten Castle Nuts. Deswegen muss man den hier rausnehmen. Und hier diese Kronenmutter, die ist auch mit ziemlich Drehmoment drauf. Deswegen brauchen wir da einen Schlagschrauber. Und mit dem Schlagschrauber geht die eigentlich auch dann ganz gut ab. Und dann kann man nämlich hier als nächstes hier diesen Flange runternehmen und darunter sitzt das Radlager. So, ich halte es mal gerade in die Kamera. Dann sieht man auch ein bisschen was. Da sieht man das ganze vergammelte Fett. Und ja, als nächstes muss die Spindel hier rausgeschlagen werden. Und dafür löse ich jetzt erstmal die Handbremsbeläge und dann schlagen wir die raus. So, ich habe die Handbremse jetzt herausgenommen. Sieht man hier die Bremsbacken. Und ich kann euch auch noch mal schön hier den Bolzen zeigen, der hier den ganzen Trailing Arm hält. Der sitzt hier drin. Und ja, normalerweise, wie gesagt, das ist eine Schraube, die sollte man eigentlich so herausziehen können. Aber die Problematik liegt darin, der innere Bolzen, die Schraube, die verbindet sich durch Korrosion mit der ganzen Buchse und dann ist das mehr oder weniger ein Teil und dann kriegt man das nicht mehr hier raus und dann bleibt nur noch die Möglichkeit, das Ganze herauszusägen. So, und wie ich eben schon gesagt habe, hier vorne die Spindel, die muss jetzt aus dem Trailing Arm herausgeschlagen werden. Da gibt es ein besonderes Werkzeug. Das ist hier das Spindle Knock-Off Tool. Das wird hier auf die Gewindegänge draufgeschraubt. Und dann kann man nämlich die ganze Spindel aus dem Trailing Arm herausschlagen. Das mache ich jetzt und da frage ich gerade einen Kollegen, ob der mir dabei helfen kann und den ganzen Trailing Arm halten kann. So, ich habe jetzt das Tool hier draufgeschraubt und mein Nachbar, der bietet heute tatkräftige Unterstützung und hält mal den Trailing Arm. Und ich werde da jetzt mit dem bisschen größeren Hammer hier mal dem einen verpassen und ich hoffe, dass die Spindel halt rausfliegt. Aber ich muss wahrscheinlich ein paar Schläge drauf geben, dass sie rausfliegt. Ja. Immer ein bisschen, kippt die mal ein bisschen, dann kann ich ein bisschen. So, und dann ist die Spindel jetzt draußen. Also das war jetzt der Schritt, um hier das Radlager zu lösen. Und da brauchen wir immer ein bisschen Gewalt, aber es funktioniert eigentlich ganz gut und auch besser als auf der Presse. Sehr gut. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Nahaufnahme. Dann zeige ich euch auch mal, wie das Lager aufgebaut ist hier. Dafür machen wir erstmal hier dieses Werkzeug wieder ab. Und dann seht ihr hier einmal das innere Radlager. Das sieht auch schon ziemlich gammelig aus. Und die Lagerschale, das alte Fett. Und da drin befindet sich die Spindel. Hier die Spindel,
mit dem äußeren Radlager. Und dazwischen seht ihr hier die Distanzhülse. Und mit dieser wird auch das Radlagerspiel eingestellt. Und hier unten sieht man auch das schwarze Fett, das sieht ziemlich verbrannt aus. Sieht nicht mehr so gut aus. Ja. Also das war schon die richtige Entscheidung, hier alles aufzumachen. So, ich mache das Ganze jetzt mal sauber. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Ja, und weil die untere Lagerschale auf der Spindel noch verpresst ist, braucht ihr hier einen solchen Bearing Splitter. Der ist jetzt in dem Fall hydraulisch, gibt es auch mechanisch. Und dort wird die untere Lagerschale, die innere, mehr oder weniger hier zwischen diesen beiden Hälften eingequetscht und dann mit einem Hydraulikstempel nach oben herausgezogen. Und dann kann man da hier oben recht einfach dran drehen. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Dann lässt die sich sehr einfach lösen. Das geht allerdings, wie gesagt, nur bei einem hydraulischen Abzieher so einfach. Ich muss das mal gerade ein bisschen gegenhalten. Und dann kann man nämlich hier sehen, wie jetzt die Lagerschale nach oben wandert und dann von dem unteren Sitzring sich löst und gleich frei ist. So, jetzt ist er frei. Jetzt kann man das Ganze nämlich abnehmen. Und da muss man eben wissen, dass hier der innere Lagerring, das ist eine Presspassung, und die sitzt hier drauf und geht normalerweise nicht so einfach runter. Ich bin jetzt mit dem Trailing-Arm rübergegangen in den hinteren Teil von meiner Werkstatt, damit ich den einspannen kann hier in den Schraubstock. Und ich werde jetzt mit einem Schraubenzieher bzw. einem Durchschlag die Lagerschalen raustreiben. Da gibt es zwei Felder hier, wo man den ansetzen kann. Und dann muss man abwechselnd auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Lagerschalen nach unten raustreiben. So, ich denke, ihr habt es gehört. Die Lagerschale ist rausgekommen und sieht so aus. Und da laufen dann auch die Lager drauf, die werden aufgetaucht. Gefällt dir das Video? Dann lasst doch ein Abo da. Ja, ihr habt ja jetzt gesehen, wie man hier so einen Trailing-Arm zerlegt und auseinander nimmt. Und hier habe ich jetzt auch die Buchse hier vorne im Trailing-Arm rausgenommen. Das ist die Buchse, wo auch die Spur von der Hinterachse eingestellt wird. Und es gibt einen zweiten Teil von dieser Videoreihe. Und zwar in dem zweiten Teil werde ich das Ganze dann montieren. Da zeige ich euch, wie man das Ganze zusammenbaut. Ich werde das Video verlinken, wenn es online ist. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Vielen Dank. Ciao.